Schönen guten Morgen zusammen miteinander. Wir schauen, was der Tag uns mitgibt. Oha. Ja, wir haben 3 Aussagen gekriegt, die sind mir rausgefallen. Und hier geht es ein bisschen drum, dass es ganz wichtig ist, dass wir Menschen finden, die uns unterstützen, die unsere Glaubenssätze teilen. Dass es auch wichtig ist, Hilfe anzunehmen von anderen. Und möglicherweise sucht man hier so ein bisschen nach einer Lösung. Es geht um das Gefühl, frei zu sein. Und es geht vielleicht auch darum, dass man mal etwas macht, wo man jetzt nicht so konventionell ist und doch irgendwie eine Lösung bietet. Möglicherweise ist ja auch etwas aus dem Gleichgewicht geraten. Man fühlt, viele Dinge gleichzeitig machen zu müssen, so ein bisschen wie ein Balanceakt oder ein Drahtseilakt. Hier ist es wichtig, dass wir vielleicht auch mit Menschen in unserer Umgebung den Spaß nicht verlieren, das innere Kind nähren, die Arbeit so vergnügt wie möglich zu erledigen. Hier kann auch sein, man muss wirklich viele Dinge auf einmal machen, aber wenn du hier positiv bleibst, kannst du hier die Jubelfeier genießen. Hier steht etwas unter einem guten Stern, da lösen sich Schwierigkeiten auf. Und das ist so schon wie das Licht am Ende des Tunnels. Auch ein gutes Timing irgendwie, um langfristige Pläne zu schmieden für die Zukunft. Und man kann hier vertrauen, dass sich Dinge wunderbar entwickeln werden. Wenn wir diese 2 Tipps annehmen, können wir uns am Ende besser vorwärts bewegen auf unsere Jubelfeier zu. Wir haben unten noch Wähle Freiheit. Hier kann es sein, dass man sich durch die Situation so ein bisschen gefangen fühlt oder dass man denkt, ich bin in die Falle gegangen, und man kann sich von Hindernissen befreien, indem man sich nicht auf sie fokussiert, ne? Und hinter jede negative Möglichkeit auch eine positive stecken sollte. Die Karte hat es schon gesagt, dass es gerade so eine Zeit auch großen, enormen spirituellen Wachstums ist und dass es wichtig ist, dass wir uns mit guter Energie und Menschen umgeben, die unsere Sachen teilen. Denn hier sind so große geistige Erfahrungen auf dem Weg. Es kann jetzt das Entwickeln einer Hellsicht sein oder eine Erfahrung, die sich zu einer Gabe hin ordnet. Wichtig ist, dass man hier auch erlaubt, diese Gabe zu entfalten, wo auch immer die ist, in welchem Bereich. Das ist ja bei jedem ein bisschen unterschiedlich. Und diesen spirituellen Wachstum auch anzunehmen, das bestimmt man ja selber, ne? Ich meine, Erfahrung macht schon spirituellen Wachstum, aber wenn dann geistige Gaben echt dazukommen, wird es nochmal anders. Also ich habe ein Beispiel von mir, was ich ausgeschlossen habe, ist zum Beispiel dieses, dass jemand mich kontaktieren darf von der geistigen Welt, ohne dass ich es will. Das geschieht oft in Sprache und da kann ich überhaupt nichts mit anfangen, ne? Das schließe ich für mich aus. Ich gucke, dass die Kanäle, die bei mir sind, dass ich die so bediene, dass ich gut damit umgehen kann. Ich glaube, das ist da gemeint. Wir haben die ausgewogenen Freundschaften. Hier geht es schon ein bisschen um die Menschen, die uns umgeben. Geben und nehmen sind hier ein Thema. Manchmal ist es auch so, dass der Resonanzbereich sich so verändert, dass es einfach nicht mehr passt oder dass man keine gemeinsamen Ziele mehr hat. Und ich finde auch bei Freundschaften sollte der Balanceakt, den wir hier sehen, nicht allzu groß sein.
Ja, es geht weiter, das Gute zu verbreiten. Das, was wir innerlich als Liebe fühlen oder für das, dass wir eben gute Gedanken haben, dass wir das nähren, dass wir in der Kommunikation friedlich bleiben, wird hier gesagt, ne? Vielleicht auch gerade mit den Menschen in unserer Umgebung. Und irgendwo gibt es vielleicht auch was, wo wir die Schwingung erhöhen müssen, um unsere Intuition oder die Botschaften, die wir kriegen, klarer zu verstehen. Die Dinge werden gedeihen. Wir haben ja hier schon die Jubelfeier, die Fruchtbarkeit. Das heißt, hier entsteht wieder eine Zeit, wenn es jetzt auch gerade viel ist, in der man etwas auf die Welt bringt, in der sich etwas vermehrt. Hier haben wir Pan dabei. Ja, und du darfst dich hier zeigen, ne? Du brauchst dich nicht kleiner machen, als du bist, oder ein graue Maus-Dasein nähren, sondern um auch mehr Wachstum in deine Sachen zu kriegen, zeige dich, ne? Geh ins Außen, versteck dich nicht. Na. So, hier haben wir noch den Engel der Schönheit. Sei offen für die Schönheit des Lebens. Ich glaube, gerade auch wenn wir sehr beschäftigt sind oder wenn wir viele Sachen auf einmal managen müssen, verliert man ganz gerne manchmal den Blick für die Schönheit, die um uns rum ist, die uns umgibt. Wir haben hier auch eine Meisterzahl drauf, die doppelte Lemniskate, die 44, ne? Und hier geht es schon ein bisschen um besondere Aufgaben, die hier auch liegen. Es geht um Fleiß, um Intuition, Themen, die schon länger auf eine Lösung warten, die ja sich hier auch anbahnt. Und ich glaube, die Umwelt oder das, was uns umgibt, mit den Augen der Schönheit auch zu sehen, könnte hier ein Hinweis sein auf eine Art Erleichterung. Weil einstens haben wir ja das Gefühl, dass man sich festgefahren fühlt oder dass man irgendwo steckt und dass man den Weg nicht daraus findet. Und andererseits sehen wir gar nicht mehr, wie schön alles sein kann. Manchmal ist auch der Weg schön, den man geht, nicht nur das Endergebnis, ne? Okay, ihr Lieben, das war's für heute. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Ich drücke euch bis morgen.